Hallo liebe Aquarianer, ich bin der Matthias aus Wien und heute werde ich euch ein kleines Aquascape, das ist so ein 38 Liter Aquarium, Weißglas-Aquarium, einrichten und euch ein bisschen was dazu erklären. Beziehungsweise möchte ich euch dann auch die Düngeserie Aquarebel vorstellen, mit der wir extrem gerne arbeiten, weil die Serie sehr flexibel ist und man auf jedes Aquarium eingehen kann. Ja, weil jedes Aquarium entwickelt sich ein bisschen anders, es sind andere Pflanzen drin, andere Bakterien drin. Die Wasserparameter sind nicht immer gleich, das Licht ist nicht immer gleich, der CO2-Gehalt ist nicht immer gleich und deswegen kann man mit den Aquarebel-Dünger wunderbar auf die verschiedenen Gegebenheiten reagieren. So, ich habe euch jetzt schon etwas vorbereitet. Diesen Stein habe ich bereits mit JBL Haru zusammengeklebt. Warum wollte ich das nicht vor der Kamera machen? Das ist ganz einfach, der Kleber braucht eine Zeit lang zum Aushärten. Und diese Felsformation würde so nicht stehen bleiben. Also das heißt, das wurde alles abgestützt, geklebt und musste erst einmal 1 bis 2 Tage trocknen, bevor man es verwenden kann. Jetzt geht es weiter sozusagen mit Hardscape. Hardscape sind alle toten Materialien, das heißt Steine, Sand, Wurzeln und so weiter. Im Prinzip mit dem, was man jetzt beim Aquascapen startet. Zuerst verwenden wir aber noch Xol, dass die Steine dann noch halten, wenn man sie ins Aquarium steckt. Für dieses Layout, das wird nämlich diese berühmt-berüchtigte Dreiecksform, kann man ruhig viel Sol verwenden. Dann schütte ich da mal einfach ordentlich auf. Ihr fragt euch sicher, dass diese Klebereste hier nicht schön ausschauen, das werden wir in späterer Folge noch kaschieren. Am besten funktioniert das ebenfalls wieder mit dem Kleber. Kann ich euch wieder den Kleber von JBL vorstellen, den JBL Rapid. Ist ein superkleberartiger Fixierstoff, mit dem man wunderbar Pflanzen auf Steine, Holz oder andere Materialien kleben kann. Das Gute bei dem Kleber ist, er ist absolut ungefährlich für die Pflanzen, absolut ungefährlich für die Wasserbewohner. Das heißt, man kann diesen Kleber auch in laufenden Aquarien einbringen. So, hierzu könnte man jetzt entweder einen Pinsel verwenden, um die ganzen Solkörner abzukehren, oder wir warten einfach, bis Wasser drin ist und dann geht das wunderbar mit dem Sandflettner auch. Dann brauchen wir hier noch ein paar kleinere Steine, dass das Sol uns da nicht runterrutscht. Im Prinzip könnte man das ganze Aquascape jetzt mit Sol auskleiden und meiner Meinung nach gehört jede Stelle, wo man Sol sieht, bepflanzt. Ich stelle mir aber ganz schön vor, wenn man vorne so ein bisschen einen weißen Sand hingibt oder so, das wirkt einfach natürlich und das werden wir jetzt einfach machen. Der Sand sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, aber sobald wir Wasser reingeben, ebnet das Ganze. Wenn wir Wasser reinfüllen, wird uns der Sol sicher auf die Sandflächen rinnen. Und deshalb empfehle ich entweder man grenzt das Ganze mit Steinen ab oder man nimmt sich einfach ein Stück Filtermatte. Kann man entweder schneiden oder reißen. Ich reiße es lieber, weil es einfach schneller geht. Nimmt etwas von dieser Filtermatte und steckt es so in die Höhlen rein, dass uns da der Sol da nicht runterrutscht. Ihr werdet euch sicher denken, dass das nicht so gut ausschaut, dass man das sieht. Nee, aber wir werden das eben mit diesen JBL Haru dann mit Pflanzen am Ende verkleben und dann sieht man von diesen Filtermaterialien gar nichts mehr. Als nächsten Schritt habe ich euch noch ein paar kleinere Steine vorbereitet. Es schaut nie schlecht aus, immer kleine und wirklich Kieselsteine auch auf diese Sandflächen verteilt, weil in der Natur ist es auch so, dass Felsen immer wieder mal kleine Brockeln verlieren und das gibt dem Aquarium einfach einen natürlichen Look.
Gut, das Hardscape ist jetzt soweit fertig und als nächstes geht es an die Bepflanzung. Dazu fülle ich ein bisschen Wasser ins Aquarium ein. Ich halte gerne die Hand drunter, weil sonst wirbelt alles auf. Man kann aber auch theoretisch einen Teller oder einen Becher reinstellen, das geht genauso. Wichtig ist, dass ich das Wasser jetzt nicht hinten auf den Sohl leer, weil sonst würde der Sohl über den Sand eben drüber rinnen. Das wollen wir vermeiden. So, das reicht erst einmal zum Bepflanzen. Ein paar Sohlkörner sind natürlich schon noch vorgeschossen, die werden wir dann ganz zum Schluss wieder absaugen. Für die Fotos zum Beispiel, dass das Ganze dann richtig perfekt ausschaut. Jetzt fürs Erste gebe ich sie nur mal grob nach hinten. Der Bepflanzungsplan schaut folgendermaßen aus. Wir arbeiten mit sehr klein bleibenden Pflanzen, also niedrig wachsenden Pflanzen. Es macht bei so einem Layout Sinn, dass man vorne eher ein bisschen grobblättigere Pflanzen verwendet und hinten eher die feineren. Warum? Das bringt einen schönen Tiefeneffekt. Ja, das schaut dann am Foto zum Beispiel so aus, als wäre das Aquarium noch tiefer. Und ja, das ist auch der Grund, warum man für Aquascapes hauptsächlich Milchglasfolien und helle Folien verwendet. Das lässt das ganze Aquarium einfach ein bisschen größer aussehen. Wenn man jetzt schwarz verwendet, hat man zwar wunderschöne Kontraste, aber das Becken wirkt doch deutlich kleiner als mit der weißen Folie. Wir beginnen jetzt mit dem Elocharis mini. Das werden wir hier hinten aufsetzen. Das Gute bei den Tropika-Pflanzen ist, das ist Flüssigmedium, das heißt, wir brauchen die Pflanzen nur aus dem Topf ziehen und müssen die jetzt nicht großartig vom Gel befreien oder so, sondern können die gleich verwenden. Es macht Sinn, kleinere Portionen von den Pflanzen zu verwenden, das heißt, wir nehmen jetzt nicht diesen ganzen Plotschen und stecken den in den Sohl. Nein, wir nehmen nur einen Teil davon, etwa in der Größe, und versenken das dann im Sand. Für die Erstbepflanzung verwende ich gern ein bisschen kürzere Pinzetten aus dem Grund, weil man sich damit einfach leichter tut. Später dann, wenn die Becken befüllt sind und man nicht mit der ganzen Hand reinfahren möchte, machen natürlich die langen Pinzetten mehr Sinn. Ihr seht, diese Tropika-Pflanzen sind extrem ergiebig. Obwohl die Töpfe nicht allzu groß wirken, kann man da eine riesige Fläche, zum Beispiel jetzt hier von Elocharis mini, bestücken. Es gibt einige Aquascaper, die beim Elocharis mini zuerst die Pflanzen kurz schneiden. Finde ich jetzt nicht notwendig, also die wachsen so auch genug aus. Aber so hat jeder halt seinen eigenen Weg. Wichtig, die Pflanzen während dem Arbeiten immer wieder mal einsprühen, dass sie halt nicht vertrocknen können. Die nächste Pflanze ist die Gratiola. Das Besondere an der Pflanze ist, die hat Emeas und Submeas komplett unterschiedliche Blätter. Also hier wirken die Blätter so ein bisschen dreieckig und später dann unter Wasser werden die richtig zackig, also schaut aus wie Dornen. Die Pflanze wird nicht allzu hoch, also ich würde jetzt einmal sagen 5-6 cm in etwa, und also bei genügend Licht, das ist immer wichtig. Und die setzen wir deswegen eher in den Vordergrund, weil wir eben diese Tiefenwirkung wieder erreichen wollen.